Just another restless night. I can't stop dreaming of you. Die Geschichte der Fernauslöser ist beinahe so lange wie die Fotografie selbst. Erste pneumatische Fernauslöser wurden bereits in den 1860er Jahren gebaut. Die Bedienung erfolgte mittels einer Druckluftbirne, die Luft über einen Gummischlauch übertrug und so den Kameraverschluss öffnete. In der praktischen Umsetzung war es jedoch schwierig, den Luftdruck auf längere Distanz verlustfrei zu übertragen. Das Konzept der Fernauslösung mittels Fadenzug wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Eine Übertragung der Bewegung aus großer Entfernung war mit diesem System einfach machbar. Ein Faden ist außerdem nahezu unverwüstlich und kann im Vergleich zu anderen technischen Systemen leicht und kostengünstig ersetzt werden. Die Fernauslösung per Fadenzug hatte jedoch bereits Anfang der 1920er Jahre ausgedient. Die meisten Auslöser bestanden aus mehreren Teilen und es konnte schwierig sein, den Faden zu ziehen, ohne gleich die ganze Kamera umzureißen. Außerdem waren die Fäden oft auf den Aufnahmen zu sehen. Elektronische Fernauslöser waren hingegen eine Entwicklung des frühen 20. Jahrhunderts. Gegenüber den heute gängigen Funkauslösern verfügten diese früher über ein Kabel, das aus der Ferne einen elektronischen Auslöseimpuls vorgab. Der eigentliche Auslösemechanismus war jedoch rein mechanisch und öffnete den Verschluss der Kamera. Another restless night, another caused by you. Another restless night, another caused by you.